Okay, Christopher hat mich vor ungefähr einer halben Stunde gefragt, wie man denn die Llama-Lizenz interpretieren kann. Ich muss gestehen, auch ich bin da nicht besonders bewandert in diesen Lizenzdingen. Und es gibt ja immer wieder das Problem, dass die Lizenzen von solchen Firmen sehr umfangreich und in amerikanischem Lawyer-Englisch geschrieben sind. Von daher möchte ich das gerne mal hier mit einer KI verbinden. Ich habe dafür jetzt auch das Llama 3 Modell genommen und die Llama 3 Lizenz als Textdatei hochgeladen. Jetzt kann ich hier Fragen stellen, zum Beispiel, was steht zur Nutzung von Firmen in der Lizenzvereinbarung. So, jetzt sagt das Llama 3 Modell, gemäß der Lizenzvereinbarung ist die Nutzung von Firmen in den Abschnitten 1 und 2 geregelt. In Abschnitt 1 wird Meta in ein begrenztes, nicht übertragbares und lizenzgebührenfreies Nutzungsrecht unter den Meta gelisteten Eigentumsrichtungen bla bla einräumen. Jetzt möchte ich wissen, darf ich Llama 3 Modelle intern als Firma nutzen? Zack. Und jetzt bekommen wir die Antwort, gemäß der Lizenzvereinbarung dürfen Sie Llama 3 Modelle als Unternehmen intern nutzen, vorausgesetzt, Sie halten sich an die Nutzungsbestimmungen und die geltenden Gesetze und Vorschriften, was wir ja sowieso vorhaben. Welche Einschränkungen gibt es noch für Firmen? Und jetzt bekomme ich die Antwort, Unternehmen dürfen die Llama-Materialien nur unter Einhaltung bestimmter Bedingungen nutzen und verteilen. Dazu gehört, dass sie eine Kopie dieser Vereinbarung zusammen mit den Llama-Materialien bereitstellen und den Hinweis Build with Llama 3 prominently auf der relevanten Webseite, Benutzeroberfläche oder sonstigen Medien darstellen. Gut, damit käme ich zurecht. Ich teste übrigens gerade das 70 Billionen Parameter Modell, das kann man aber lokal nicht laufen lassen. Und derzeit ist auch der Ansturm ziemlich groß, denn der Rest der Welt hat mittlerweile auch gemerkt, dass Llama 3 raus ist. Hier gibt es einen Server-Error, ich probiere mal, ob ich eine Anfrage starten kann und frage, welches Modell nutze ich gerade. Aber wie man sieht, im Moment passiert hier gerade nichts und das liegt vermutlich daran, dass das Modell heute erst rausgekommen ist und der Ansturm auf Hugging Face ziemlich groß ist, denn das hier ist ein Open-Source-Modell. Das war's soweit für dieses Video, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.